Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Wir schauen uns heute mal das FreeU ControlNet an, und zwar ist das jetzt relativ frisch draußen. Ich höre zumindest erst seit ein paar Tagen davon und es ist gerade in aller Munde oder wird dahin auf jeden Fall kommen. Und das FreeU ControlNet ist im Prinzip etwas, was direkt in das Model hineingreift, und ich habe mal versucht, mir da ein bisschen Überblick zu verschaffen. Ich muss sagen, es ist mir teilweise gelungen, zumindest soweit, dass es mir für den Anfang reicht. Wir werden da bestimmt in Zukunft noch mehr dran vorbeikommen und weitere Erkenntnisse dazu bekommen. Allerdings das Beste ist, seit ein paar Updates befindet es sich auch schon im ComfyUI selber mit der FreeU Node. Also einfach, ne? Ihr habt gesehen, Doppelklick, Free eingeben und dann erscheint sie, und das Ganze sieht so aus. Das ist die Node, und wenn man die so sieht, dann, ja, man ist verwirrt. Wir können ein Model vorne reinschicken und wir kriegen das Model hinten wieder raus. Das ist noch klar. Aber wir haben B1, B2, S1 und S2, und wenn man sich die Node so anguckt, dann weiß man im ersten Moment überhaupt nicht, was man denn mit diesen Parametern anfangen soll. Und deswegen habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut. Es ist kompliziert und auch wieder nicht. Also wir versuchen da mal ein bisschen Pack anzukriegen an die ganze Geschichte. Und zwar, das hier ist die offizielle GitHub-Seite von dem Ganzen. Hier wurde das vorgestellt. Man sieht hier schon an den Sample-Bildern, FreeU sorgt dafür, dass die Bilder aus den Models wesentlich besser und sauberer rauskommen. Und je mehr ich mich da in diese Materie eingearbeitet habe, umso interessanter wurde das für mich auch, um einfach mal ein bisschen den Geist hinter dem Ganzen zu erfassen. Hier unten haben wir auch Beispielwerte, komischerweise im Moment jetzt für Stable Diffusion 1.4 und 2.1. Wir arbeiten aber hauptsächlich mit 1.5 und SDXL. Das meine ich damit, in Zukunft wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aufgrund der Erfahrung jetzt der User dazukommen, aber wir können da schon ein ganzes Stück weit hineingreifen. Von dieser GitHub-Seite ausgehend haben wir hier verschiedene Links. Einmal ist das hier das Paper, die Project-Page und ein Video. Das Video schauen wir uns hier nicht an. Im Prinzip ist es nochmal ein bisschen animiert erklärt, was hier passiert. Wir gucken auf jeden Fall mal auf die Project-Page. Die sieht so aus. Die Links packe ich euch natürlich wie immer in die Beschreibung. Hier kann man auch schon mal schöne Vergleiche machen. Links haben wir das Stable Diffusion Base Model. Rechts haben wir angewandtes FreeU auf dieses Model. Man sieht hier dann schon ganz gut die Unterschiede Vanilla und FreeU, und ich nehme an, zum Testen wurde hier auch das Stable Diffusion Base Model verwendet, also keine trainierten Models. Hier kommt noch ein bisschen was, da kommen wir gleich noch zu, und hier unten sind noch ein paar Beispiele gelistet, wo man das alles anwenden kann. Also im Prinzip kann man das überall anwenden, wo auch ein Model verwendet wird. So, und dann kommen wir mal zum wissenschaftlichen Paper. Das ist relativ harter Tobak wieder. Ich habe es auch nur überflogen. Es ist Sonntag. Ich habe es mir auf dem Handy eben durchgelesen. Zumindest stückweise. Und da sind mir direkt ein paar interessante Dinge ins Auge gestochen, über die ich mal kurz sprechen möchte. Also ihr könnt euch das natürlich sehr gerne auch selber nochmal durchlesen. Im Prinzip gibt es aber ein paar wichtige Aspekte hier drin. Und das hier ist einer davon. Das hier ist das normale Noising, was passiert, wenn ein Stable Diffusion Bild erzeugt wird. Ne, wir haben hier als Beispiel Squirrel eating a burger, und so läuft das Ganze dann ab an der Stelle. Und das wird hier gesplittet zwischen der Low Frequency und der High Frequency. Und hier kann man schon sehr gut sehen, dass die Low Frequency so ein bisschen im Hintergrund der Farbgeber ist, aber auch ja so die Flächen erstellt, sagen wir mal. Und die High Frequency an der Stelle die Outlines oder auch die Details erzeugt. Und das ist ein wichtiger Aspekt, um diese FreeU Node zu verstehen, weil, wir scrollen mal weiter runter, hier kommt nämlich auch noch eine Beschreibung, was denn jetzt dieses B und dieses S ist. Und hier ist wieder das Bild, was wir eben auch schon auf der Webseite gesehen haben. Das ist die Stable Diffusion UNet Architecture. Und
das ist im Prinzip das Herzstück von Stable Diffusion. Also wir haben hier einmal diese Backbone-Features, das sind diese orangenen Linien hier, und wir haben die Skip-Features, das sind die blauen Linien. Und da sind wir im Prinzip auch schon bei dem S und bei dem B angekommen. Das S, das sind die Skip-Features, in die wir eingreifen, und das B, das sind die Backbone-Features, in die wir eingreifen. Das sieht man hier. Wir haben hier die Backbone-Features und hier die Skip-Features. Stable Diffusion ist so aufgebaut. Also wie hier, das ist das UNet. Und hier greift das FreeUS ein, also für Skip-Features. Und hier greift das FreeUB ein für die Backbone-Features. Und hier kann man auch noch mal ein paar Beispiele sehen. Und hier unten wird noch mal beschrieben, wie das jetzt alles technisch funktioniert und wie die ganzen Frequenzen miteinander zusammenhängen und so. Das müssen wir uns aber im Prinzip nicht angucken. Wenn ihr angeben wollt, könnt ihr mal ruhig hier, wenn ihr selber lest, Leuten, die euch über die Schulter gucken, sagen, was ihr da gerade lest hier. Mathematische Formeln. Das ist, so tief möchte ich da auch nicht in die Materie eingehen. Ich bin da auch eher ein haptischer Mensch. Ich muss es einfach mal live sehen. So, was mir aber dann, oder was ich halt interessant fand, ist, dass man es so grob gesagt runterbrechen kann auf die Backbone-Features. Das ist unsere Low-Frequency, und die Skip-Features, das sind unsere High-Frequencies. Und so habe ich mir das jetzt gemerkt, um ein bisschen mit der Node umgehen zu können. Und eine weitere Sache, die ich auch noch sehr interessant fand, ist, dass hier auch in diesem Papier davon gesprochen wird, dass das Ganze, also dass Wörter verwendet werden. Ich versuche es gerade so zu finden. Auf jeden Fall, hier steckt doch irgendwo das Wort Phänomenon drin. Ich glaube, es ist auch nicht wirklich nachvollziehbar, wie das Ganze jetzt funktioniert. Man weiß, wo es reingreift. Man weiß, was es beeinflusst, aber bei neuronalen Netzwerken ist es ja immer so eine Sache. Da kann man im Prinzip schon kaum noch wirklich sehen, was innerhalb von den Dingern vor sich geht, sondern man muss es einfach anhand der Resultate dann erkennen können. Okay, aber das war so das, was ich da rausgenommen habe aus diesen ganzen Papieren hier, dass wir einerseits mit dem B die Flächen und die Farben beeinflussen können. Das geht dann von 1.1 bis 1.2, nehme ich an, das ist leider nicht erklärt, B1 bis B2 und S1 bis B2, 0,9 und 0,2 sind die Standardwerte. Und da hier unten beschrieben ist, when trying additional parameters considering the following ranges, B1, 1 muss kleiner als B1 sein und das muss kleiner oder gleich 1.2 sein. Also man sollte dann hier an der Stelle B1 größer als 1 und kleiner als, also B1 muss meine Güte, B1 muss kleiner, B1 muss größer oder gleich 1 sein und kleiner oder gleich 1.2. So, das ist so verwirrend irgendwie. Und S1 und S2 sollten immer kleiner oder gleich 1 sein, also nie drüber hinaus. Das sind so die Ratschläge. Natürlich haben wir hier Freiheiten, das zu machen, aber daran sollte man sich dann orientieren. So, wir schieben die erstmal weg und bauen uns mal einen Sample-Workflow zusammen. Wir nehmen einen Loader. Wir nehmen einen Sampler. So, verbinden die Pipe schon mal. Wir bleiben einfach mal bei Euler. Wir nehmen aber die Seeds schon mal raus, weil wir wollen ja vergleichen. Und sagen hier einmal Preview Image. Nichtsdestotrotz sagen wir hier auch ein Preview Image und ziehen das schon mal größer, damit wir die gleich bequem miteinander vergleichen können. Und hier an der Stelle kopieren wir uns einmal den Sampler raus. Jetzt hängt natürlich genau unsere FreeU-Node da unten. Und was wir hier im Prinzip machen müssen, ist, wir müssen einmal den Sampler verbinden, die Pipe verbinden, wir müssen einmal das Model verbinden, hier unten rein, schieben das Ganze ins Optional Model hier an der Stelle
Dann werden wir hier noch einmal eine Primitive einbauen. Die ist unter Utils Primitive. Die hängen wir in den Seed. Damit können wir den Seed nämlich steuern, dass beide Sampler denselben Seed verwenden. So, wir kopieren uns einmal die Preview Image Node, ziehen das hier rüber und damit haben wir ein Basic Setup. Ich nehme jetzt mal ein 1.5er Model, damit wir uns das mal angucken können. Und wir sagen mal, was sagen wir denn mal? Beautiful Female Cowboy als Positive. Negatives machen wir Text, Watermark, Blurry und unsere Standarddinger für die YouTube-Videos, ne, damit da kein Schabernack passiert. Und habe ich alles korrekt verbunden? Ich hoffe es. Wir probieren es mal aus. Ich starte die ganze Geschichte einmal. Und jetzt haben wir dasselbe Bild mit demselben Seed, nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier in die Frequenzen eingreifen. Schauen wir uns das mal an. Das ist das Originalbild. Das ist das Bild mit eingegriffenen Frequenzen und man sieht schon deutlich, dass es schon mit den Standard-Settings wesentlich besser wird. Wir machen nochmal eins. Jetzt rattert das schnell. Hier ist es auch ein Stück weit besser geworden. Aber generell ist, glaube ich, dieser Seed nicht so schön. Es wird auch nicht jedes Bild retten können. Jetzt haben wir noch ein paar Pferde im Hintergrund. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ist auch wesentlich besser geworden hier unten. Also es ist schon krass, was dieses Eingreifen hier ausmacht. So, und wenn wir jetzt mal ein bisschen rumspielen hier. Ich packe mir mal eine FreeU da drunter und deaktiviere die mit Steuerung M. Einfach um die Standardwerte wieder eintragen zu können. Wenn wir jetzt mal ein bisschen rumprobieren hier. Was stand jetzt hier drin? Man sollte B1 und B2, also das sollte auf jeden Fall nicht 1,2 überschreiten und nicht 1,6 überschreiten. Dann gehen wir mal eben kurz auf Maximumwerte hier an der Stelle. So. Ja, und hier finde ich, sieht man schon ganz gut, also wir haben massiv in die Bildgenerierung eingegriffen. Wir haben jetzt keine Ähnlichkeit mehr, aber hier sieht man auch massiv wieder diesen Effekt, wie hier beschrieben, dass diese Low Frequency sich jetzt nach vorne drängt. Also es wird alles wirklich weich gezeichnet, es fehlen Details. Das kann man damit eigentlich ganz gut sehen. Wenn wir das mal auf die Spitze treiben und wir gehen mal sogar mit 0,1 über das Maximum. Nochmal, da auf der GitHub-Seite beschrieben steht, man sollte sich in diesen kleinen Ranges nur befinden, haben große Zahlenänderungen hier an der Stelle massive Auswirkungen. Wir haben eine ähnliche Pose erhalten, wir haben komplett andere Klamotten erhalten, aber hier sieht man auch schon, dass alles einfach nur noch verwischt. Und deswegen muss man hier vorsichtig sein. So, wir stellen das mal auf die Standardeinstellungen zurück. Wahrscheinlich können wir hiermit sogar auch ein bisschen runtergehen. Ich möchte aber eben noch mal kurz gucken, was passiert, wenn wir hier noch mal 0,1 drauflegen. Ja, es wird crispy irgendwie, ne? Und das deckt sich auch mit dem, was hier unter der High Frequency steht. Wir können das nochmal ein Stückchen weiter auf die Spitze treiben. Wir nehmen nochmal 0,1 oben drauf. Was waren denn hier für die Standardwerte? Wir müssen immer unter 1 bleiben. Dann haben wir einen schon überschritten, den hier, also den oberen. Wir gehen jetzt mal mit beiden auf 1,1. Ja, ich sehe jetzt keine wirkliche Verschlechterung, außer dass wir schon
doch massiv ins Bild reingreifen. Komm, wir pumpen das einmal kurz hoch und gucken mal, was passiert. Wahrscheinlich passiert ab einem gewissen Punkt auch nichts mehr, weil einfach beim Skippen ein Maximum passieren kann. Aber das meinte ich eben mit am Anfang des Videos, dass wir uns da wahrscheinlich alle ein bisschen reinfuchsen müssen. Es ist auch, glaube ich, nicht für jedes Model gleich. Es kommt doch immer darauf an, wie die Models trainiert sind. Erstellt wurde es wahrscheinlich mit dem Basismodell von Stable Diffusion, wie das natürlich auch dann Sinn macht, ne? Alles mit dem Base-Model zu machen. Aber wir können jetzt nochmal was anderes ausprobieren. Und zwar, wenn ich jetzt mal sage, an Astronaut Flying in Space Realistic Photography. Wir halten die ganzen Prompts auch mal schlank an der Stelle hier. Und wir lassen es nochmal durchrattern. Mal gucken, ob wir ein gutes Beispiel kriegen. Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Ich gucke nochmal eben, ich habe die Standardeinstellungen drin, jawohl. Hier, das Model ist, glaube ich, nicht wirklich trainiert, so ein Bild darzustellen. Und wenn wir dann da drin rumfuschen, verschlechtern wir die Qualität an der Stelle wieder. Also bei dem trainierten Model habe ich gemerkt, es hat die Qualität deutlich verbessert. Wenn man das trainierte Model für etwas verwendet, was allerdings nicht trainiert ist, wird es dadurch noch schlechter. Ja, was denn das? Ne, also hier sieht man schon, dass es nicht trainiert dafür ist. Aber es wird dann halt noch schlechter, wenn man dann mit dem FreeU da reingreift. Das geht grob. Aber auch hier würde ich das obere Bild tatsächlich doch noch bevorzugen. Ja, und hier ist es wieder komplett verhunzt. Hier oben hat er zumindest noch versucht, einen Astronauten irgendwie darzustellen. Hier unten ist ein Haufen Weltraumschrott. So, wir gehen jetzt mal auf ein SDXL-Model. Und zwar nämlich nicht das Base-Model an der Stelle, sondern ich nehme das Juggernaut XL. Und wir ändern mal die Größe für SDXL mit demselben Motiv und mit denselben Werten hier unten. Jetzt muss es natürlich erstmal geladen werden. Das Model schafft dieses Motiv allerdings besser. Das habe ich schon im Vorfeld ausprobiert. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger. Aber dieses Model macht eigentlich ganz gute Astronautenbilder. So. Hier sehen wir wieder, dass es dasselbe Motiv genommen hat. Ne? Es ist mehr oder weniger dasselbe Motiv. Jetzt können wir hingehen und sagen, das obere sieht aber wesentlich besser aus als das untere. Weil beim unteren, wenn man mal genau hinguckt, es sieht ziemlich blurry und verwaschen aus. Und basierend auf dem, was wir eben gelesen haben oder gesehen haben, wissen wir, dass die Bs, also die Backbones, für dieses Blurry zuständig sind. Das heißt, wir drehen die mal um 0,1 runter und gucken mal, ob es dadurch besser wird. So, da ist es. Wir gucken mal rein und es ist wesentlich besser als eben, oder? Wenn wir es mal vergleichen mit dem Bild da drüber. Da sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Wir haben auch noch mehr Details gekriegt. Er hat uns an der Stelle jetzt hier oben Aspekte beibehalten, wie hier die Lensflares oder die Sonne, nehme ich mal an, soll das sein. Wir haben hier diese Galaxienebel im Hintergrund behalten. Wir haben unser Hauptmotiv behalten. Wir haben aber jetzt noch eine zweite Erde dazu gekriegt. Oder der Mond ist inzwischen kolonisiert, das kann auch sein. Aber ja. So, und jetzt können wir nochmal hingehen und sagen, wir legen hier unten nochmal 0,1 drauf. Wir erinnern uns, die S, das ist die Skip Frequency. Moment.
Schauen hier unten nochmal. Ich muss mich auch noch an die ganzen Terminologien gewöhnen an der Stelle hier. Wo war es denn? Hier. Die Skip Connections. Backbone Features und Skip Connections. Also wir haben die Skip Connections ein bisschen hochgedreht. Eieiei, was ist das denn? Wir haben jetzt hier oben im Originalbild 2 Astronauten gekriegt. Hier unten hat er irgendwie noch mehrere Planeten hinzugefügt. Ich glaube, das war generell ein unglückliches Bild. Ich lasse es nochmal laufen. Nichtsdestotrotz kann man hier schon sehen, dass die Details doch mehr geworden sind und besser geworden sind. Das ist auf jeden Fall ein schönes Ursprungsbild. Genau das Motiv, was wir wollten. Und er hält sich jetzt auch mehr da dran. Sehr schön. Und jetzt können wir nochmal vergleichen. Ist da was? Ich schiebe mal eben diese Node rechts davon. Wir machen die mal kleiner. Einmal kurz ans Grid ausrichten. So, Dankeschön. Du auch. Jetzt noch einen Ticken größer, oder? Wieso passt er denn jetzt nicht so gut ins Grid? Ah, jetzt. So. Jetzt können wir mal gucken. Jetzt haben wir links das Originalbild und rechts unseren Astronauten. Und es ist schon wesentlich schärfer geworden. Also die High Frequency an der Stelle. Das, was im Vordergrund liegt. Die Edges, die Details, die Schärfe. Sowas kommt besser raus. Wir drehen es jetzt nochmal ein Stück hoch. Oder wir gehen jetzt sogar mit dem hier auf 1. Und mit dem auf 0,4. Komm, wir testen gerade hier rum. Wir schauen, was passiert. Da kann man das ruhig machen. Was wir auf jeden Fall an der Stelle schon sehen können, ist, man muss es wahrscheinlich pro Model einmal einstellen. Aber da habe ich auch noch eine Idee zu. Aber man muss ein bisschen rumschrauben. Ich glaube, das Setting für alle gibt es an der Stelle nicht wirklich. Wahrscheinlich funktionieren diese Basiswerte schon so, dass man generell ein bisschen besseres Bild rauskriegt. Aber man muss es trotzdem nochmal anpacken. Dann pro Model. So, und hier sehen wir auch wieder. Ich fand es eben ein bisschen besser. Ich glaube, das wird ein bisschen zu crispy hier an der Stelle schon. Das Juggernaut hat ganz gute Arbeit geleistet. Noch ein bisschen Upscaling und so dabei. Das ist super. Ich frage mich nur, wie nah ist denn der am Mond hier gerade, wenn der sich ja spiegelt? Das kurz vorm Aufklatschen, oder? Sprungmisslungen, kurz vorm Aufklatschen, Snapshot. Wir gucken uns mal die Galaxie hier hinten an. Ja, kann man jetzt nicht so vergleichen. Aber hier unten am Kontinent ist es auch schon, das meine ich wahrscheinlich. Da gefällt mir dieses Blurry ein bisschen besser. Also würde ich hier wieder hingehen und sagen, man dreht die Details wieder runter auf die Standardwerte. Das war 0,2, wenn ich mich recht entsinne, genau. Und das kann man sogar auch noch einen Ticken runterdrehen. Und dann mal schauen. Die Node greift ja trotzdem in das Model rein. Also das sieht man ja ganz deutlich. Aber so kann man wahrscheinlich ein bisschen besser mit dieser Node umgehen, wenn man sich so ein bisschen im Hinterkopf behält, dass die Bs diese Flächen sind und die Farben und das Grobe an sich und das S dann in der High Frequency für die Details und die Schärfe und die Kanten sorgt. So. Und hier muss ich sagen, gefällt mir vom Grundprinzip her eher hier besser. Offenbar haben die immer hier irgendwie kurz vorm Aufklatschen auf dem Mond. Wir können nochmal das Dream Shaper einmal durchjagen. Und mal gucken, ob sich das mit unseren Einstellungen jetzt verhält. Und dann denke ich, müssen wir alle ans Reißbrett gehen und selber mal ein bisschen rumprobieren, wie wir diese FreeU-Node an dieser Stelle verwenden können. Na, lad doch mal jetzt. Wir wissen, Checkpoint laden ist schwer. Stell dich nicht so an. Wir haben es alle kapiert.
So, ich weiß nicht, wie das Dream Shaper darauf trainiert ist. Es sieht ganz okay aus, aber auch hier hat er schon wieder den Mond irgendwie im Helm. Ein bisschen seltsam ist. Langsam kommt mir das Gefühl, dass das Training vom Basismodel schon ist. Egal, so. Wir gucken mal eben, wir vergleichen. Ich suche Unterschiede. Ich finde, hier hat die Note auch wirklich, oder das FreeU nochmal dafür gesorgt, dass es wirklich ein bisschen schöner ist überall. Der Helm ist passender geworden als der hier irgendwie. Ja, was das hier ist, weiß ich allerdings nicht. Und ich frage mich hier gerade, ob das Dream Shaper an der Stelle auch ein bisschen weniger wieder von den Backbones bräuchte. Also, dass man die Bs hier unten wieder reduziert. Ich gucke nochmal eben, ob man das mit dem zweiten Bild weiter nachvollziehen kann. Das sieht mir jetzt schon gerade danach aus. Ja. Das sieht alles ein bisschen mehr nach Michelin-Männchen aus hier. Wir können es jetzt noch einmal versuchen, die Geschichten hier auf 0,9 und 0,8 zu legen. Dafür vielleicht ein bisschen mehr Details, sagen wir mal den hier unten 0,3. Und das wird dann auch der letzte Versuch sein. Dann erwähne ich noch mal kurz was und dann gehen wir alle mal ans Reißbrett und probieren ein bisschen mit der FreeU-Note rum. Ja, es ist ein bisschen generell schon verhunzt, hier Planetenkante und so. Aber vielleicht ist das auch absolut nichts für das, nichts für das Dream Shaper. Nichtsdestotrotz hat das FreeU an der Stelle, wir gucken nochmal eben, es ist weniger Michelin-Männchen, es ist mehr Crispy. Also das hat sich schon gut durchgesetzt. Hier diese ganzen Stofffalten und sowas kommen besser raus. Aber wir haben hier hinten doch ziemlich starke Unterschiede in den Planetenoberflächen gekriegt. Das ist erstaunlich. Naja, kann man easy und bequem reingrätschen überall in die Models und dann ein bisschen probieren. Erstmal mit den Standard-Nodes und dann, ihr habt ja gesehen, es braucht eigentlich nicht viel, um hier so ein bisschen die Zahlen zu ändern. Und wenn man sich hier unten so ein bisschen an diesen Werten orientiert, also B1 nicht. B1 muss größer als 1 sein und kleiner als 1,2. B2 muss 1,2 Minimum sein und 1,6, also muss nicht, sollte. Und S1 und S2 sollten immer kleiner als 1 sein. Das sind dann auch die, ja, daran hält sich diese Note. Okay, was ich aber interessant finde ist, man kann ja auch theoretisch hingehen und wenn man jetzt für einen Checkpoint sich hier so ein gutes Setting zusammengebaut hat, wo man sagt, boah, das haut mir nochmal voll perspektivisch bessere Sachen raus, die Farben sind besser, die Details sind besser, das haut so richtig rein, dann kann man ja hingehen und sagen, wir möchten hier in den, wo war es? Es war unter Advanced, Model Merging, Checkpoint Save. Und da können wir einfach das Model hier reinhängen. Ich gehe mal nach oben. Das ist zwar ein bisschen dirty, aber egal. Wir können hier reingehen. Wir sagen den Clip und die VAE wollen wir auch haben. Und ich gucke mal, ob das funktioniert. Hat er den tatsächlich jetzt schon weggespeichert? Ich schaue mal eben. Ich zeige euch auch wo. Ja, hat er. Hat er, jawohl. Also ihr könnt dann unter ComfUI Output Checkpoints, hier ist er jetzt gelandet. Das ist unser Checkpoint, den wir gerade erstellt haben. Und wenn mich nicht alles täuscht, oh ja, haben wir nochmal ein schönes Beispiel gekriegt. Definitiv was gut gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte er hier an dieser Stelle
diese Modifikationen mitgespeichert haben, weil ob wir die jetzt in einen Sampler schicken oder in einen Save, das sollte ja an der Stelle nichts geändert haben. Also theoretisch könntet ihr hingehen und sagen, ihr habt euer Lieblingsmodel, ihr verändert die Werte mit der FreeU-Node, dann geht ihr hin, speichert euch diesen Checkpoint weg, wenn er euch passt, und könnt den dann jedes Mal wieder verwenden beim Bilder generieren. Ich bin gespannt. Ich glaube, die Zukunft ist an der Stelle ziemlich spannend. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Rumexperimentieren. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin macht es gut und tschüss.